Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Ich habe die ganze Zeit Probleme mit dem Fritz OS und da habe ich mir überlegt, man muss ja gar nicht immer Fritz OS nehmen, man kann auch was anderes nehmen. Also nicht eine neue Box, sondern Box behalten, aber andere Software drauf spielen. Man muss nicht unbedingt Fritz OS auf seine Box spielen, es gibt auch Alternativen. Und zwar die berühmteste Alternative ist OpenWRT. Also das ist ein offener Standard, ich kann da mal ein paar Worte zu sagen. Da haben sich Leute zusammengetan und haben für alle möglichen Boxen, die es da so gibt, Software geschrieben. Und die sind auch fleißig dabei. Also hier, die gibt es schon eine ganze Weile. Also 2004 ging das los. Und seitdem sind die fleißig dabei und haben also bis heute aktuelle Versionen, die auch fast alle wichtigen Geräte und wichtige Hardware unterstützen. Nicht alle Geräte, aber die meisten. Und ich dachte, vielleicht beschäftige ich mich mal ein bisschen mehr damit und guck mal, was das geht. Und auf der kleinen Reise wollte ich euch jetzt mitnehmen. Und als erstes habe ich mir überlegt, man kann natürlich direkt das auf die Fritzbox nageln und volles Risiko gehen, dass dann am Ende gar nichts mehr funktioniert und dass man vielleicht auch gar nicht mehr zurückkommt, nachdem man die Box erstmal geflasht hat. Also habe ich gedacht, ich brauche ein Opfer. Also ein Opfer muss her. Und da bin ich auf ein Gerät gestoßen, und zwar dieses hier. Da habe ich gewühlt bei mir in eine Kiste und so und das liegt da tatsächlich noch rum, habe ich gefunden. Ist schon ein bisschen älter, also End of Life. Leider steht hier nicht direkt, wie alt es ist, aber es ist so 2015 oder so ist es abgekündigt. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Ich gucke gleich nochmal mit euch zusammen nach. Ja, was ist denn das für ein Ding? Also, dieses Gerät ist von D-Link. Also schön, dass die Seite hier überhaupt noch haben. Das hat schon IPv6 unterstützt. Da 2011 hat es ein Award bekommen. Na gut, also irgendwie um die Zeit ist es rausgekommen. Also ich habe es so ungefähr 2015 bekommen. So, und dann hier mal die Spezifikation. Das kann da erstaunlicherweise 300 Mbit bei 2,4 Gigahertz. Das geht eigentlich gar nicht. Bei dem N-Standard, da können wir mal gucken hier. Weil das unterstützt der Standard eigentlich gar nicht. Das habe ich mir extra rausgesucht. Hier, guckt mal. Also hier bei N, bei 150 ist da normalerweise Ende Gelände. Wie der da aufs Doppelte kommt? Na gut, vielleicht weil er mehrere Antennen hat, ich weiß es nicht. So, und dann steht dann hier, also er hat 4 Gigabit Ports, das ist ja schon mal klasse, und ein Fast Ethernet Port für WAN-Anschluss, ne? Also für das Modem nach draußen. So, also das ist so ein voll integriertes Teil, was alles auf einmal kann. Ne? Also ganze Modem ist da drin, also wie eine Fritzbox. Ne? Und er hat einen 4-Port-Router auf der 4-Port-Switch auf der Rückseite. Und es sind aber eigentlich 5 Ports und ein Port ist der WAN-Port. Und wie das hier so steht, ist der angeblich nur Fast Ethernet, also 100 Mbit. Na gut, wir können uns ja das mal im Detail angucken. Ich habe da auch eine Werbebroschüre zugefunden. So, wunderbar. Ja. Der perfekte, hier wieder N300. Also wie gesagt, bei 300 geht es eigentlich nicht. Aber bei N geht eigentlich keine 300. Aber gut. Also, das ist das Tollste vom Tollen. Ja, bla 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 bla. Und hier steht dann auf einmal wieder, also wieder 4 Gigabit Ports und 1 Gigabit Port für WAN. Also da ist es dann schon wieder 5 Ports. Alle Gigabit. Na gut. Und der hat Smart Beam. Smart Beam, was soll das sein? Hier ist so ein kleines Bild gemalt. Ich zeige euch das. Also da sind nur 3 Antennen drin, eigentlich 6. Da sind wahrscheinlich eine Doppelantenne. Und da versucht er dann den, den Funkkanal oder die Funksendung so einzurichten, dass er genau in die Richtung des entsprechenden Gerätes funkt. Ja. Sowas Ähnliches gibt es ja schon mit Beamforming. Ja, das hat man ja jetzt auch, wenn man da so mehrere Antennen hat. Aber das war so also der Vorgänger davon. Und angeblich, was die Tests angeht, sei das sogar besser gewesen. Smart Beam, weil der das irgendwie intelligent macht. Na gut, wenn ich da die Software jetzt ändere, das wird bestimmt nicht mehr funktionieren. Aber immerhin, er hat viele Antennen, insofern funktioniert das ganz gut. Wenn man sich da genauer mit so einem Gerät beschäftigt, da gibt es dann auf der Internetseite von OpenWRT so ein paar Infos zu dem Gerät. Kann ich euch gleich mal zeigen hier. So, das ist jetzt das Gerät, ja, das 645.
Und da steht da alles Mögliche, was der so kann. Also welcher CPU da drin ist, wie schnell, welches System, welche Architektur. Also das ist ein MIPS-Prozessor. Und der unterstützt hier jetzt die neueste Version, die 24er Version von OpenWrt. Das ist ja klasse. Das Tolle ist, der hat relativ viel Speicher. Steht das hier irgendwo? Leider nein. Doch, da 8 Megabyte Flash und 64 Megabyte RAM. Krass für so ein Ding. Ne? Also das sind so Geräte, die sind zu der Zeit, wo ein Speedport-Router auch noch der letzte Schrei war. Und der hat ja irgendwie nur 4 Megabyte. Na gut. Und hier ist so ein bisschen Info, wie man das Ding überhaupt konfiguriert und so weiter. Und dann wie die Ports aufgebaut sind, ist ja auch lustig, wie die das hier gemacht haben. Also die haben die hier so nummeriert, 0, 1, 2, 3, 4. Aber die Ports außen sind gerade andersrum nummeriert, also 4, 3, 2, 1. Und der vierte Port ist dann der WAN-Port. Na gut, so ist es halt. So, ich habe das Ding mal angeworfen, also so sieht er aus. Und hier sind nochmal die Bilder von den Innereien. Kann ich euch auch mal genauer zeigen, hier das Bildchen. Da, so sieht er aus, wenn man den auseinander nimmt. Ich habe mich erst gewundert, der hat nur 2 Antennenanschlüsse, also von wegen Vectoring mit 2 Antennen, aber das ist wohl so, Senden und Empfangen geht da hoch und über die Stromversorgung aktiviert er dann wohl Verstärkerbausteine in die richtige Richtung. Ich hoffe mal in der Standardausführung, also wenn da jetzt nicht das Originalbetriebssystem drauf läuft, sondern OpenWrt wird dann halt einfach mal alles auf Standardsenden gestellt oder so. Also irgendwie wird es schon funktionieren. Oder die haben sich tatsächlich die Mühe gemacht und haben das hier reingeniert, so dass sie das Ding bedienen können. Glaube ich aber nicht. Ich denke, die haben das einfach angeschaltet. Ja, und wie sieht das Ding von innen aus? Da sieht das so aus. Da sieht man da oben diese 3 Antennen, die da tatsächlich so aufgebaut sind, wie da in der Schemazeichnung von der Werbung. Und dann da ist da diese Platine drin und hinten sind halt die Stecker. So, wie geht denn jetzt OpenWrt? Wie macht man denn das? Also früher war das relativ kompliziert. Da musste man alles Mögliche wissen, wie man den Prozessor anspricht, wie man das macht, wie man den da rankommt und so. Aber das ist ja heute viel einfacher geworden. Das ist recht einfach. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Gerät bis jetzt, wie die Software da aussah. Ich habe jetzt einfach das komplett zurückgesetzt und habe ja auch kein Passwort hinterlegt. Ach komm, Junge, was hast du denn? Und ja, also komplett ohne Passwort. Habe da meine Netzwerkstecker reingesteckt und ihm auch gesagt, er soll mal IPv6 machen. So war das früher, ne? Also das ist jetzt so der Stand 2010er Software. So hat man da früher diese Router bedient. Ich weiß nicht, wer von euch das zu der Zeit schon gemacht hat, aber das war ein schöner Krampf, ja. Also allein diese Oberfläche, das ist ja das Grausen, ja. Alles in so ein Ding gepackt, dann ist das alles hier in der Größe beschränkt. Das liegt natürlich daran, dass zu der Zeit war da so ein 14 Zoll Monitor, das höchste der Gefühle. Also gut, 21 Zoll gab es auch schon, aber die haben das hier auf so ein Standardmaß festgezurrt. Das ist überhaupt nicht dynamisch, wie man sieht. Ja, und also das zu konfigurieren ist echt ein Graus, ja. IPv6 unterstützt er jetzt auch. Ich habe das mal geguckt, dass das funktioniert. Das ist ja auch ein bisschen Hardware, die da laufen muss. Das macht er auch. Also sie haben es ja auch überall geschrieben, er kann das schon. Und so geht das. Das heißt, wenn ich die neue Software drauf mache, müsste es eigentlich komplett funktionieren. So, und so hat man das früher konfiguriert. Wirklich, das ist ja hier, ist das nicht grauenhaft? Also hier, guckt mal, virtueller Server. Ich weiß nicht, also ich glaube, die meinen was anderes. Also ein virtueller Server, da denke ich so an VMware, ja. ESX oder wie die hießen oder heißen. Doch nicht sowas. Also was hier eigentlich wohl gemeint ist, sind irgendwelche Portfreigaben ins Internet oder so. Also da kann man jetzt hier verschiedene Dienste, dann den Public Port, das betreffende Protokoll, dann kann man auch ein Schedule hinterlegen, wann das laufen soll. Inbound Filter, Allow oder Deny. Ja, wie schrecklich. Und davon hat es dann so eine ganze Latte. Also ich meine, das ist die offizielle Software von D-Link gewesen. Ich meine, stell dir mal vor, das muss man jetzt echt konfigurieren, ja. Also man benutzt das jetzt ernsthaft und dann ist das so ein Krampf hier.
Ich meine, da musst du ja auch wirklich darauf achten, dass du da oben nichts konfigurierst. Und wenn du da unten was änderst, dass du das nicht irgendwo schon mal konfiguriert hast oder übersiehst das dann. Und so haben die das überall gemacht. Bei Port Forwarding genau dasselbe. Wieder so eine riesen Latte hier, wo du das alles eingeben kannst. Und wenn du noch mehr brauchst, wenn die 24 verbraucht sind, dann ist halt hier Ende Gelände. Pech. Geht nix. Na gut, also, man muss sagen, er läuft, es funktioniert alles, Hardware ist in Ordnung. Ich habe auch einen Telnet-Zugang oder SSH-Zugang, hat auch funktioniert. Alles gut. Und jetzt kann man da mal versuchen, WRT drauf zu machen, OpenWRT. Und früher, wie gesagt, war es total kompliziert. Da muss man die richtige Version runterladen und muss gucken, welcher Prozessor und so. Heute ist es total einfach. Also wirklich, das ist also mega einfach. Vielleicht ein Wort noch zu dem Gerät hier. Ich habe auch noch ein anderes gefunden. Das ist quasi der Nachfolger. AC heißt der, weil er den nächsten Standard unterstützt. Und der hat dann auch schon das 5 GHz Netzwerk. Ne, da hier AC kann er. Und da ist er dann wesentlich schneller, ist klar. Ne? Aber das ist auch ein anderer Typ. Der sieht zwar ähnlich aus, aber die Innereien sind wohl komplett anders. Hat USB 3.0 und halt das 5 GHz Netz. Und der wird hier so als Cloud-Router, so ein Uplink-Router beworben. Ist ein bisschen schmaler hier, was die Anzeigen und die Knöpfe angeht, aber so grundsätzlich sind die eine Familie. Aber ich habe halt den anderen, ne? Ich habe den hier. Das ist meiner. Und hier haben sie auch noch mal geschrieben, wie man die Notfalls hier auf den seriellen Port kommt. Wenn also alles Stricke reißen, dann ist hier so ein serieller Port, wo man dann direkt auf die Hardware zugreifen kann. Aber D-Link hat so ein Notfallsystem, wo man eigentlich immer wieder drauf kommt. Da muss man da Knöpfe halten, drücken beim Starten und so weiter. Und dann kommt man da immer wieder hin. Jo, also die Firmware ist von 2015 und total veraltet. Da geht eigentlich gar nichts mehr. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich gucke nochmal so ein bisschen ins Handbuch. War auch ganz interessant. Ne? Die haben da hier, habe ich alles gefunden, das ist von 2013. Und wie gesagt, ich habe das Ding 2015. Und was da wiederum interessant war, hier ganz am Ende bei den Specs, hier WP2 ist das Einzige, was er unterstützt noch. Und dann hat er hier 300 Mbit pro Sekunde, angeblich. Wie auch immer das geht. Na gut. Und hier kann man das regulieren, also die MSC, das steht für Modulation Encoding Scheme, also was er so kann. Und das ist auch lustig, die gibt es also von 0 bis 15, das sind also 16 Stufen. Aber da sind nur 12 aufgelistet hier. Das sind nur 12. Also 16 Stufen, aber wir kennen nur 12. Na gut. Also, wie macht man das, wenn man da OpenWRT aufspielen will? Und zwar haben die einen sogenannten Firmware-Selektor. Und da gehen wir jetzt mal einfach ein, wie das Ding heißt. Also das heißt dir so. Und da ist auch schon D-Link dir 645. Und das ist total genial, wie das hier gelöst ist. Also, da gibt es hier einmal ein Abbild, das heißt Factory. Und dann gibt es ein Update, das heißt Sys Upgrade. Und Factory ist der Knaller. Das kannst du runterladen und dann spielst du das in die Original-Firmware ein als Firmware-Update von denen. Also wie ein D-Link-Update. Und die D-Link-Software erkennt das auch an und sagt, ja, das ist einer von mir, ein neues Update, spiele ich ein. Und dann spielt er das einfach ein. Also ich bin total geflasht, dass das so easy peasy geht. Das machen wir natürlich jetzt auch. Also ich weiß nicht, ist das bei Tools? Ja, da gibt es Firmware. So, und da tun wir jetzt hier an dieser Stelle in der Originalsoftware, da werde ich jetzt mal also da kommt dann nicht die Originalsoftware, sondern da kommt diese OpenWRT Firmware-Datei rein. Und dann machen wir mal das Update. Bin mal gespannt. Wenn ihr euch gefragt habt, warum ich hier nochmal durch diese ganzen Software-Einstellungen durchgegangen bin, was es da so alles gegeben hat, weil ich denke, ich werde nie wieder diese Software auf das Gerät aufspielen. Also das ist das letzte Mal, dass die hier läuft. Und ab dann ist der ein OpenWRT-Gerät.
Aber ich dachte, es ist mal lustig, das mal zu zeigen, wie das damals gewesen ist. Also er hat schon echt viel, ne? Also du hast Syslog, der hat E-Mail-Settings, er hat ein Dynn-DNS. Das war sogar so, dass du dein Dynn-DNS gratis gekriegt hast, wenn du dieses Gerät gekauft hast. Da musstest du da irgendwie die Seriennummer hier eintragen und dann hast du einen Dynn-DNS-Eintrag. Aber es funktioniert alles nicht mehr. Der ganze Dienst ist abgekündigt. Alles offline. Also machen wir jetzt was Neues drauf. Ich werde das jetzt mal alles einrichten und dann hole ich euch wieder dazu. So, ich habe jetzt die Firmware runtergeladen und hier eingefügt. Die passt nicht so ganz rein in das Dings rein. Und ich sage jetzt mal Upload. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob er die problemlos hier frisst oder ob wir jetzt gleich ein gebricktes Gerät haben. Also 270 Sekunden müsst ihr euch jetzt nicht antun. Ich melde mich wieder, wenn das drauf gespielt ist. So, das lief mal wieder durch wie am Schnürchen. So habe ich es gerne. Also der hat direkt dreimal durchgebootet hier, hat ewig gedauert. Und dann muss man noch wissen, dass die IP-Adresse bei der Bare Metal Installation von OpenWrt die 1.1 ist, also 192.168 1.1. Und da haben wir dann jetzt hier eine Oberfläche, die heißt Lucy. Da kann man verschiedene Oberflächen einbinden, denke ich mal. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber dann wollen wir doch mal sehen, was er uns da so präsentiert. Ja, wir haben noch kein Passwort. Also wie gesagt, ist alles nackig. So, krass. So, jetzt haben wir da ein ganz neues Betriebssystem auf der Kiste. Also die neueste Version, die 25.3 irgendwas hier, ja genau da. 24.10.1, das ist die neueste Version von OpenWrt und die unterstützt auch. Und sehr schön ist hier, dass die Memory ist überhaupt nicht knallvoll, da ist noch Platz. Also, ne? Sowohl hier als auch da haben wir ordentlich Platz noch. Da können wir jetzt ganz viel installieren, weil bei OpenWrt ist das so, dass man so einzelne Pakete hier installieren kann. Also ich kann mal da hingehen auf Software. Jetzt muss man immer erst mal hier so ein Repository runterladen. So, wo geht das hier? Okay, Update. Und dann macht er da so eine Liste von aller Software, die zu ihm passt oder zu der Version passt oder zu der Hardware passt. Und dann kann man sich aus diesen ganzen Paketen was aussuchen. Und dann wird das Gerät halt immer mehr und mehr zu dem, ja, alles klar, zu dem, was man haben will. Das ist natürlich nicht so, dass man das einfach einstöpselt und dann geht alles von alleine. So Fritzbox-mäßig ist das nicht. Also hier Disk Space, super, nur 10% benutzt. Und wir haben jetzt die Wahl aus 7455 möglichen Paketen, die man hier auf dieses Gerät installieren kann, die da auch Sinn machen. Also es gibt natürlich viel mehr Pakete, aber diese Auswahl, das sind die Pakete, die hier auf dem Gerät irgendwie sinnvoll sind. Also die zur Hardware passen oder die irgendwie zum Produkt passen, was dann funktioniert. Also es sind nicht alle Pakete, es sind wirklich, ich kann die alle jetzt hier installieren und die würden hier auf dem Gerät Sinn machen. Natürlich muss man jetzt noch ein bisschen gucken. Also zum Beispiel gucke ich mal, ob ich eine deutsche Version für Lucy finde. Also Germany, jawohl, Lucy, da gibt es hier, ich glaube, das heißt gar nicht Lucy, das heißt irgendwie L-U-C-I, ne? Ist aber wurscht. Da gibt es die deutsche Version, die installieren wir gleich mal, ne? Und dann gibt es ja noch alles mögliche. Hier gibt es noch die deutsche Version von FreeSwitch, aber FreeSwitch haben wir gar nicht installiert. So, Allow Overwriting, okay, mach mal. Ja, so und so geht man jetzt hier vor. Stück für Stück, dann muss man noch diese ganze PPOE-Geschichte für das DSL installieren und so weiter und so weiter. Und dann hat man am Schluss noch die Herausforderung, wir machen das noch mit dem WLAN. Auch da kann man verschiedene Software-Tools noch zusätzlich installieren. Und dann hat man am Ende sein Gerät so zusammengebaut, wie man es gerne hätte, ne? Okay, ich werde jetzt mal so ein bisschen rumkonfigurieren hier und dann melde ich mich nochmal bei euch. So, ich habe mich da ein bisschen umgeguckt, was so alles da zur Verfügung ist und ich bin ja also mächtig beeindruckt. Auf die alte Kiste, also wir haben jetzt sogar VLAN hier, also das kann die Fritzbox auch nicht.
Und mit der Software geht es dann also. Und zwar auf allen Ports kann ich hier völlig frei konfigurieren, beliebige VLANs anlegen, der Knaller. Also wirklich super. Nachteil von der ganzen Sache ist, du musst dich hier um alles alleine kümmern. Also wenn man hier zur Software geht, da gibt es da den lustigen Punkt Update. Wo war denn das hier? Bei installiert oder so? Hier. Jetzt ist alles Deutsch, ja. Da heißt das dann aktualisieren. Also das sind die Pakete, die kann ich jetzt nochmal aktualisieren. Und da gibt es hier keinen Button, der sagt, mach mal alles auf einmal und immer die neueste. Nee. Ich kann jetzt hierher gehen und ich sortiere das mal nach Größe, also das Größte zuerst. Aktualisieren, aktualisieren. Also die Runtime, Core Runtime, die machen wir auf jeden Fall, Network-Administration und so weiter und so weiter. Also ich werde natürlich alle machen. Und ja, das muss man jetzt hier per Hand durchklicken und immer wieder aktualisieren. Das ist halt sehr unkomfortabel. Es gibt da ein paar Tricks, dass man das per Skript macht. Ich habe mich schon ein bisschen eingelesen. Aber vom Prinzip her, ne, ist hier Handarbeit gefragt bei der Open-Geschichte. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, wie jetzt hier dieses Update einen Fehler geworfen hat, das war jetzt kein schlimmer Fehler, er hat da nur gesagt, er muss da was überschreiben, was da schon ist. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Dann geht's eben nicht. Und so ist das dann da eben. Und da kann man dann hoffen, dass man da einen Workaround findet oder sich da sehr reinfuchst, dass es dann eben geht. Aber für Leute, die halt sehr gerne da so ein bisschen rumbasteln und hier Do-it-yourself machen, für die ist das natürlich super. Also diese alte Kiste da, die ist ja zu nichts mehr gut. Also dieses Ding hier, das ist jetzt hier tot, die da, ne? Da wäre ja nichts mit los gewesen. Da kann man nichts mit anfangen. Ja? Der unterstützt den neuesten Standard nicht mehr. Achso, ja, hier, WLAN. WLAN-Standard geht natürlich jetzt auch wieder. WP3, WPA3. Wo ist das hier? Netzwerk, WLAN, ja. Also du kannst da die neuesten Sachen jetzt benutzen. Hier, wo ist es? Tja. So, da. WPA3. Das kann er jetzt. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht alles eingerichtet. Ja, also ich wollte jetzt erstmal das hier zum Laufen bringen, die ganzen Dinge hier schön einstellen und dann geht er hier irgendwie online. Noch ist hier nichts deaktiviert. Ne? Erstmal die Software updaten und so weiter. Und dann gucken, dass man die ganzen Pakete, die ich für sinnvoll halte, da drauf spielt und gucken, dass die dann auch funktionieren und dass ich die richtig einrichte und mich da so ein bisschen mit beschäftige, wie das genau geht. Das heißt, es wird wahrscheinlich zu dem Video noch einen zweiten Teil geben, wo wir dann mal gemeinsam gucken, was wir da alles machen können mit dem Gerät. Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass ich mal mit dieser Box hier tatsächlich mal online gehe. Das heißt, ich schließe die hier an meinen DSL an und guck mal, wie das so funktioniert. Ich meine, ein Modem ist es ja in jedem Fall. Also dann, viel Spaß im Netz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.